Mein Thema ist heute die Wegzugsbesteuerung und die kann jeden betreffen, gerade für Rentner, die in ein sogenanntes Niedrigsteuerland umziehen, gibt es da kein Entrinnen. Oder doch? Lass dich überraschen. Die Bundesregierungen der vergangenen Jahre haben sich so einiges einfallen lassen, um es dir möglichst teuer zu machen, Deutschland zu verlassen. Damit es kein böses Erwachen gibt, möchte ich dich auf 5 Fallstricke hinweisen. Fallstrick 1: Gemeinsam genutztes Girokonto. Bei gemeinsam genutzten Konten kann es hinsichtlich der Wegzugsbesteuerung verschiedene Probleme in Bezug auf die Ermittlung des steuerlichen Gewinns geben. Gemeinsamer Veranlagungsstatus. Bei der Wegzugsbesteuerung ist es wichtig, den Anteil jedes einzelnen Partners am Vermögen und dem entsprechenden Gewinn oder Verlust zu ermitteln. Wenn Ehepartner ein gemeinsames Girokonto nutzen und für die Steuererklärung einen gemeinsamen Veranlagungsstatus wählen, kann es schwierig sein, die individuellen Anteile zu bestimmen. Nachweis der individuellen Vermögenseinlagen. Es kann eine Herausforderung darstellen, den Nachweis über individuelle Vermögenseinlagen auf einem gemeinsam genutzten Konto zu erbringen. Ein hoher Zahlungseingang, der beispielsweise aus dem Verkauf einer Immobilie oder einer Unternehmensbeteiligung resultiert, kann eine Schenkungssteuer auslösen. Darum ist es wichtig, den Ursprung der einzelnen Einlagen zu dokumentieren. Vermögensaufteilung beim Wegzug. Wenn nur einer der Partner Deutschland verlässt und das gemeinsam genutzte Konto aufgelöst wird, müssen die Vermögenswerte aufgeteilt werden. Diese Aufteilung sollte natürlich fair und nachvollziehbar sein, um potenzielle Konflikte zu vermeiden und den steuerlichen Verpflichtungen jedes Partners gerecht zu werden. Unterschiedliche Steuerpflicht. Es kann vorkommen, dass die Steuerpflicht der Partner unterschiedlich ist, zum Beispiel wenn einer der Partner aus einem Nicht-EU-Land stammt und der andere Partner EU-Steuerresident ist. In diesem Fall können sich zusätzliche steuerliche Aspekte ergeben, die bei der Wegzugsbesteuerung berücksichtigt werden müssen. Fallstrick 2: Die 183-Tage-Regelung. Die 183-Tage-Regelung bezieht sich auf eine Bestimmung im internationalen Steuerrecht, die die Besteuerung von Einkünften regelt, wenn eine Person in einem bestimmten Land weniger als 183 Tage innerhalb eines Steuerjahres verbringt. Diese Regelung basiert auf dem Konzept des gewöhnlichen Aufenthalts und wird in Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Ländern verwendet, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Grundsätzlich besagt die 183-Tage-Regelung, dass, wenn eine Person weniger als 183 Tage in einem Land verbringt, ihre Einkünfte normalerweise nur in ihrem Wohnsitzland besteuert werden, nicht jedoch in dem Land, in dem sie sich zeitweise aufhält. Es ist wichtig zu beachten, dass diese 183-Tage-Regelung nicht in allen Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen gleich ist. In einigen Fällen kann es spezifische Anforderungen oder Ausnahmen geben. Zudem wird nicht nur die Anzahl der Tage berücksichtigt, sondern auch andere Faktoren wie der Zweck des Aufenthalts, die Art der Einkünfte und die persönlichen Umstände der Person können auch eine Rolle spielen. Es ist ratsam, bei einer möglichen Anwendung der 183-Tage-Regelung immer die genauen Bestimmungen des entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den beteiligten Ländern zu überprüfen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Fallstrick 3: Das Finanzamt unterstellt dir, dein Lebensmittelpunkt sei noch in Deutschland. Nach § 1 Absatz 1 Einkommensteuergesetz sind natürliche Personen, die in Deutschland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, unbeschränkt steuerpflichtig. Das bedeutet, dass deine Einkünfte
aus allen in- und ausländischen Quellen der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Dabei ist es unerheblich, ob die Einkünfte in Deutschland erzielt werden oder im Ausland erwirtschaftet wurden. Nach Ansicht des Gesetzgebers besteht ein deutscher Wohnsitz, wenn eine Person eine Wohnung innehat, die darauf schließen lässt, dass sie die Absicht hat, diese Wohnung beizubehalten und selbst zu nutzen. Ein gewöhnlicher Aufenthalt liegt vor, wenn sich eine Person im Inland für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 6 Monaten aufhält. Das bedeutet, dass auch wenn du in Deutschland abgemeldet und im Ausland angemeldet bist, all deine Einkünfte, wie beispielsweise Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit, selbstständiger Tätigkeit, Kapitalerträge oder Mieteinnahmen der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Damit das Finanzamt dir nicht unterstellen kann, dein Lebensmittelpunkt sei noch in Deutschland, solltest du keine Schlüsselgewalt mehr über eine Wohnung in Deutschland haben. Kündige all deine Verträge, den Mietvertrag und nimm deine Familie mit in das Land deiner Wahl. Bankkonten, die du noch in Deutschland hast, führen übrigens nicht zur Steuerpflicht. Reise nur zu Erholungszwecken bzw. Familienbesuchen nach Deutschland. Zwischen den einzelnen Besuchen müssen mindestens 4 Wochen liegen. Fallstrick 4. Einkünfte aus Vermietung und Veräußerungsgewinne. Unter die beschränkte Steuerpflicht nach § 49 Einkommensteuergesetz fallen Personen, die weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, aber Einnahmen in Deutschland beziehen. Dazu gehören beispielsweise Einkünfte aus Vermietung und Veräußerungsgewinne durch den Verkauf von Immobilien. So, und jetzt kommt's dicke. Fallstrick 5, die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Das ist ein wirklicher Hammer. In Deutschland hat man nämlich eine Liste von sogenannten Niedrigsteuerländern aufgestellt. Dazu gehört unter anderem Georgien. Wenn du in so ein Land umziehen möchtest, trifft dich die erweitert beschränkte Steuerpflicht nach § 2 Außensteuergesetz. Betroffen sind Personen, die weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, aber bestimmte Vermögenswerte in Deutschland besitzen. Das Gesetz gilt für einen Zeitraum von 10 Jahren nach der Abmeldung in Deutschland. Von dieser Regelung besonders betroffen sind Rentner. Die schaffen es nämlich nicht, bereits 10 Jahre vor Bewilligung der Altersrente Deutschland zu verlassen. Die Besteuerung erfolgt in der Regel durch den sogenannten Steuerabzug an der Quelle. Auch kleinste Renten werden während der ersten 10 Jahre nach der Abmeldung voll besteuert. Einen Einkommensfreibetrag gibt es nicht. Das heißt, wenn du mit 67 Jahren nach Georgien auswanderst, wirst du erst im Alter von 77 Jahren in den Genuss deiner vollen Rente kommen. Wenn du Rentner bist und die Wegzugsbesteuerung nicht bezahlen kannst oder möchtest, ist es eine Überlegung wert, über einen längeren Zeitraum hinweg zu verreisen und deinen Wohnsitz in Deutschland zu behalten. Dafür sehe ich 3 Möglichkeiten. Du behältst deine Wohnung in Deutschland und vermietest unter. Beachte aber dabei, dass du dafür die Erlaubnis deines Vermieters brauchst. Zweitens, du meldest dich bei guten Freunden oder Verwandten an. Das ist möglich, wenn dort ein möbliertes Zimmer mit einem Bett vorhanden ist. Drittens, du mietest online Wohnraum bei Portalen wie Wohnraummieten oder Meldeadresse mieten. Die Links findest du unten in der Beschreibung. Es gibt viele ähnliche Anbieter im Internet, die aber nicht in Frage kommen, weil sie lediglich eine virtuelle Postadresse anbieten. Der Vorteil dabei ist, du bleibst in der kostengünstigen Krankenversicherung für Rentner versichert. Es ist kein Problem, dein deutsches Bankkonto zu behalten und du bleibst im Wählerverzeichnis, darfst also in Deutschland wählen oder abwählen.
Nachteil dabei ist, es fallen zusätzlich Kosten an. Du musst einmal jährlich 2 Wochen in Deutschland verbringen. Für die Beantragung von Ausweisen musst du halt nach Deutschland reisen. Du siehst, wie kompliziert und unlogisch das deutsche Steuerrecht ist. Darum konsultiere auf jeden Fall einen Experten für diese Steuerfragen, bevor du eine Entscheidung triffst, die du hinterher bereust. Das waren meine Tipps zur Wegzugsbesteuerung. Hast du Fragen? Habe ich etwas vergessen? Wenn ja, dann schreib es doch in die Kommentare. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass doch bitte ein Like da und klicke auf jeden Fall auf Abonnieren, wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest. Dann komme gut durch die Woche und am nächsten Sonntag sehen wir uns wieder, wenn es heißt, ein Deutscher in Georgien. Tschüss!